Klavierlackleisten sehen genau so lange schön aus, wie sie nicht zerkratzt sind. Die hier sind richtig zerballert und wir wollen euch mal zeigen, was von Hand geht und was die Maschine kann. Bevor wir euch jetzt zeigen, wo der Ausgangszustand ist in diesem Extremfall, wollen wir euch erstmal die Methode zeigen, wie ihr zu Hause schnell euch mal helfen könnt und leichte Verkratzungen beseitigen könnt. Wie gesagt, dafür der Extremfall. Und danach zeigen wir euch, wie wir als Profi rangehen. Schauen wir uns mal den Ausgangszustand an und selbst ohne Lampe siehst du schon, denke ich, ganz deutlich, die haben es richtig nötig. Da muss man auf jeden Fall mal ran. Klavierlack ist halt ultra empfindlich, kein gutes Material fürs Auto. Und auch hier, wenn wir mit der Lampe drauf halten, brauche ich gar nicht viel zu sagen. Ich glaube, man sieht, dass beide wirklich komplett zerschossen sind, ja, wirklich zerkratzt sind. Also da ist echt was nötig. Wir gucken mal, wie weit wir mit der Handpolitur kommen. Erster Schritt, gründlich abkleben der Gummileisten und der nicht zu behandelnden Leiste. Hierfür würde ich empfehlen, immer so ein bisschen Klebeband aufzukleben und an das Klebeband im zweiten Schritt die Pappe zu kleben, damit einfach du nicht ganz so viel Klebeband verbrauchst und nicht Klebereste auf die Leisten machst, die später beim Polieren stören. Gib dann etwas Politur auf den Handschwamm, sodass sie gleichmäßig sich auf den Bereich verteilt und poliere mit viel Druck in leichten kreisenden Bewegungen oder auch mal in geraden Bewegungen die Oberfläche, bis die Politur wirklich beginnt milchig zu werden. Falls nötig und du glaubst, dass es nötig ist, kannst du auch gleich nochmal nachlegen oder du wischst dann erstmal ab und legst nochmal nach. Wir haben hier insgesamt 2 Durchgänge von der Handpolitur gemacht, um dann einfach mal zu gucken, wie das Ergebnis aussieht. So, nimm beim Runterwischen A und O ein weiches, möglichst neues Mikrofasertuch, damit du da nicht gleich wieder Kratzer reinmachst. Ich habe jetzt hier nochmal die Kanten nachbearbeitet, weil da musste ich nochmal nachgehen. Die hatten sie einfach nochmal nötig, da bin ich nicht ganz so gut fokussiert rangegangen. Das heißt, nochmal mit der dünnen Seite die Kanten nachgearbeitet, nochmal abgewischt und man sieht jetzt schon über meine Schulter, das Vorher-Nachher ist schon mal besser als vorher, aber wir wollen euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Gehen erstmal mit der Maschine ran und es wird grob. Wir gehen auch zweistufig ran, Fell- und Heavy-Cut-Politur, also wirklich so die schärfste Waffe, die wir haben auf Stufe 1 erstmal aufgebracht, verteilt und gefahren. Wie ihr wisst, wenn ihr uns folgt, den Cutgang fahren wir meistens auf Stufe 1 mit leichtem Druck über die Oberfläche. Achten hierbei darauf, dass wir wirklich in alle Ecken und Kanten kommen. Wichtig dafür natürlich gut abkleben und fahren die Politur so lange, bis sie langsam milchig wird. Dann drehen wir noch mal ein bisschen hoch auf eine höhere Stufe, reduzieren den Druck, um die Politur durchzufahren und das Finish später zu erleichtern. Beim Abwischen gilt hier das Gleiche, nimm ein neuwertiges und sehr hochwertiges Mikrofasertuch, damit du dein Ergebnis nicht gleich wieder kaputt machst. Und ab zum Finish, weiches Pad gewählt, Hochglanzpaste aufgetragen, wieder auf Stufe 1 gefahren, bis wir der Meinung waren, gut, das hat jetzt gereicht vom Cut, also bis die Politur anfängt durchsichtig zu werden. Dann nochmal hochdrehen auf Stufe 2 bis 3, so 1000 Umdrehungen in dem Dreh. Ihr könnt auch auf Stufe 1 bis 2 cutten, also ganz so genau muss man es nicht nehmen, aber geringe Drehzahl viel Druck bedeutet Cut, hohe Drehzahl wenig Druck bedeutet ins Finish fahren, die Politur durchfahren und genau das haben wir hier gemacht und gerade bei Hochglanz Schwarz ist es wichtig, die Politur so lange zu fahren, bis sie nahezu unsichtbar ist, weil einfach die Oberflächen so empfindlich sind und hier habe ich jetzt nochmal mit einer zweiten Politur nachgeholfen, habe mir die ganzen Klebebänder abgenommen, weil ich das Problem hatte, dass ich mir Klebereste in das Pad gezogen habe, damit wieder Kratzer gemacht habe, das heißt, ich habe die Tür aufgemacht, wie du siehst, bisschen weniger Politur genommen, damit ich nicht spritze und habe das gleiche nochmal mit einer noch feineren Politur gemacht, danach abgewischt mit dem Mikrofasertuch und jetzt wollen wir nochmal vergleichen, wie beide Leisten aussehen. Zur Erinnerung nochmal das Vorher. Und jetzt das Nachher erstmal ohne Lampe. Ich glaube, das kann sich schon mal astrein sehen lassen. Und das Vorher mit Lampe. Rechte Seite defektfrei. Achtung, rechte Seite defektfrei. Sieht wirklich gut aus. Ein paar ganz tiefe Kratzer sind drin geblieben. Linke Seite definitiv eine Verbesserung. Ich würde sagen, 50% konnten wir reduzieren. Auf jeden Fall im Vergleich zu vorher eine Verbesserung. Aber natürlich rechts mit dem Profi-Aufwand nochmal ein deutlich besseres Ergebnis. Ihr habt die Nachher-Ergebnisse gesehen. Wir blenden euch hier auf jeden Fall nochmal einen Vorher-Nachher-Vergleich ein. Es ist schon ein Unterschied, wobei selbst von Hand eine ganze Menge geht. Denkt dran, der Zustand war extrem kaputt und es sind immer noch Kratzer drin, die ich persönlich als Profi entscheide drin zu lassen, einfach weil ich die Oberflächendicke nicht messen kann. Klavierlack tendenziell eher dünn lackiert ist und ich nicht riskieren will, hier durchzupolieren und da die Leisten, egal wie man sie schützt, immer wieder zerkratzen, wenn ich einfach noch ein bisschen Luft lassen will. Man könnte das jetzt auf die Perfektion treiben für die einzelnen Kratzer, würde ich nicht empfehlen. Hier ist für mich meine Performance auf Werterhalt statt einmal alles, was geht. Aber ihr habt auch gesehen, von Hand geht auch eine ganze Menge. Auch Extremfälle lassen sich, denke ich mal, um 50–60% verbessern. Und für die Unterhaltspflege einmal im Jahr, wenn man dran bleibt, denke ich, reicht das vollkommen aus. Wie gesagt, vergleicht gerne nochmal die Ergebnisse vorher und nachher und auch miteinander. Entscheidet selbst, was für euch passend ist. Danke fürs Zuschauen. Haut rein.